Guten Morgen, liebe Motorradreisende. Bald geht's wieder auf große Tour. Diesmal 4 Wochen. Ich erwarte etwa 8000 Kilometer, davon 2000 Gravel oder Offroad. Ich werde unterwegs sein zwischen Meereshöhe und knapp 5000 Meter. Das heißt, ich werde mehrmals diesen Höhenunterschied fahren bis knapp auf 5000 Meter. Ich erwarte Temperaturen von 0 bis etwa 35 Grad. Ich werde nicht campen. Ich werde ein Motorrad mieten, das wird eine V-Strom 650 sein. Ich hatte erstmal die KLR 650 von Kawasaki im Auge, da hat man mir aber von abgeraten wegen Zuverlässigkeit. Anyway, das ganze Gepäck muss auf den Flieger und was ich jetzt da alles mitnehme, wenn euch das interessiert, dann bleibt dran. Schwupp, tada! Das ist das, was ich anziehen werde. Für Leute, die jetzt meinen Kanal regelmäßig verfolgen, ein kleiner Hinweis. Ich bin da in der Videoreihe im Frühjahr 23, im Juni 23. Da fehlt noch einiges, da ist die Balkanreise 23, fehlt noch, dann fehlt die Balkanreise 24. Es ist jetzt November, Mitte November 24. Ja, verzeiht mir, dass ich hier einen kleinen Durcheinander mache, aber ich denke mal, dieses Video macht jetzt eher Sinn als dann in 2 Jahren, wenn ich vielleicht meine Ausrüstung wieder geändert habe. Was ich hier auch noch erwähnen möchte, ist, ich fahre zum ersten Mal seit langem wieder in Begleitung. Benny, ein guter Freund, wird mich begleiten. Er ist wahrscheinlich, oder er ist bestimmt ein besserer Offroad-Fahrer, kann immer helfen. Ich habe mal Hilfe. Ich gehe aber nicht davon aus, dass ich wirklich Hilfe brauche oder dass wir uns da gegenseitig unterstützen müssen. Die Strecken werden nicht so herausfordernd sein. Okay, hier nun zu meiner Ausrüstung. Als erstes mal den Helm Nolan N70 2X. Den trage ich schon sehr lange. Der ist relativ leicht, finde ich. Er ist nicht der leiseste, was halt praktisch ist, wenn es wirklich heiß ist, dass du mal das Kinnteil einfach so wegklicken kannst. Er ist zugelassen als Jethelm. Natürlich hast du dann nicht mehr wirklich den vollen Schutz. Machen wir den mal hier hin. Als nächstes kommt die BMW Pure Excursion Jacke. Die ist relativ leicht. Ich habe jetzt hier keine Protektoren drin, das seht ihr weshalb. Die hat verschiedene und gute Lüftungsmöglichkeiten, ist ein gewachstes Gewebe, nicht wirklich wasserdicht, aber ich trage gerne Schichten. Dann haben wir hier auch nochmal so eine Lüftung, also die ist relativ leicht, so weit abriebfest, ja, wie gewachste Leinen sein können, aber ich liebe die Jacke nun mal, mag ich sehr. Kann man notfalls auch mal zivil tragen, finde ich. Dann kommt darunter diese Alpinestars Bionic V2 Protektorenjacke. Aus verschiedenen Gründen habe ich mal umgestellt auf Protektorenjacken. Ich habe mir das länger überlegt, soll ich die Jacke mit Protektoren drin mitnehmen. Aber wenn es heiß wird, das heißt ab 26 Grad, 28, bin ich einfach viel besser unterwegs, wenn ich die Protektorenjacke habe. Und dann kommt so ein Shirt drüber, Klein Mojave in diesem Fall. Da gibt es ja x-beliebige Shirts, die man drüber ziehen kann. Dann kommt die Hose. Ich habe mir auch noch länger überlegt, die Climb Carlsbad einzupacken. Das ist jetzt die Climb Dakar. Die ist relativ leicht, hat aber doch eine sehr gute Lüftungsmöglichkeit. Also der Reißverschluss, also die ist gut belüftet, geht bestimmt bei heißen Temperaturen, und wenn es kalt wird, was es wird, da habe ich dann spezielle Wäsche für. Also die kommt mal noch hier hin. Ich werde noch einen Nierengurt dazu tragen, der ist von Ruka D3O, Ruka R. Der ist halt auch mit einem guten Protektor drin, der geht übers Steißbein. Ich habe eine gewisse Mobilität dadurch, weil
Die Protektorenjacke, die reicht nur bis ins Kreuz und dann bin ich hier noch weiter unten notfalls auch geschützt. Für den Hals, ich habe keine Buffs, weil ich habe immer das Gefühl, die rutschen mir hinten hoch. Da habe ich schon seit langem fahre ich die Richa, ganz leichte Halskrause. Die ist wirklich super leicht. Ich bin schon länger auf der Suche nach etwas Adäquatem, was hinten vielleicht noch eine Spur weiter runtergehen würde. Ich habe noch nichts gefunden. Es gibt dann noch die wärmere Variante, die weiter runter geht. Die ist dann aber hier mit Vlies. Ist dann wirklich für für kältere Tage oder genau, wenn man sich wärmer anziehen will. Handschuhe habe ich von Alpine Stars, diese ASDSL. Die sind einfach sehr leicht, haben Knöchelschoner drin, liebig, notfalls waschbar. Die beginnen dann auch meist ein bisschen zu riechen nach ein paar Tagen. Da denke ich immer, was riecht hier so übel? Ah, meine Hände, ja. Aber kann man dann waschen. Dann habe ich, wenn es regnen sollte, diese Acerbis Offroad-Handschuhe, die sind dicht. Da bin ich echt gut mobil. Die haben da ein bisschen Protektoren, Leder und hier nochmal ein Protektor. Nicht allzu, also sind leicht, aber gut zu tragen. Dann habe ich wenn es richtig kalt wird, das sind halt Skihandschuhe, aber das ist auch Gore-Tex. Da habe ich dann richtig warm, wenn es dann kalt werden sollte. Und wenn das nicht reicht, habe ich hier noch von Vanucci eine Unterziehhandschuhe mit Windstopper. Das ist bestimmt immer nützlich, geht natürlich unter alle drei. Da kann ich wunderbar regulieren. Dann kommen mit 3 Paar normale, lange, hohe Socken. FLM sind die, Louis oder was ist das? Polo, keine Ahnung. Dann habe ich noch eine wärmere X-Bionic Socke. Dann die Unterwäsche. Ich weiß nicht genau, wie ich sitze auf der V-Strom. Das ist eine gepolsterte Unterwäsche. Dann habe ich 2-mal von Climb Aggressor. Und das ist das Ganze, was ich hier habe, ist alles Climb Aggressor. Das sind normale Unterhosen. Dann habe ich hier 2 Paar, die gehen bis hierhin, also bis etwa zu den Socken. Ich mag nicht direkt eigentlich mit den nackten Beinen in der Hose stecken. Ist dann auch angenehmer, die kann ich jeden Abend waschen, das zeige ich gleich danach. Dann kommen noch 2 Climb Aggressor -1 T-Shirts mit. Einfach von allem 2, ich mag gerne von allem 2 haben. Habe ich immer was Frisches und kann dann vielleicht mal nach 10 Tagen, 2 Wochen, 2,5 Wochen richtig waschen. Und dann habe ich hier noch ein Ausweichshirt von Vanucci. Ich habe das auch schon mal gebraucht. Ich denke sogar, dass es ein bisschen kühler, wenn es richtig heiß ist. Genau. Und jetzt kommen wir, weil ich das Waschen schon so oft angesprochen habe. Genau, Waschen ist das Thema. Da gibt es Rubber Bag, Scrubber, Washbag. Das ist super praktisch, da sparst du dir so viel Wäsche. Reinmachen, 3-4 Mal rollen, ihr kennt das aus den Drybags, Waschmittel dazu. Das könnt ihr durchkneten, da ist noch so eine raue Oberfläche, damit das auch richtig wäscht. Gehen ein paar Minuten, dann habt ihr frische Wäsche. Und so spart ihr natürlich sehr, sehr viel Gepäck. Also seit ich dieses Teil dabei habe, hat sich meine Gepäcksituation definitiv stark verbessert. Was ich eben noch vergessen hatte, das sind die Gerne Dakar-Stiefel, wobei ich habe mir noch neue bestellt. Ich habe einen Fuß gebrochen zu Beginn des Jahres, danach eine Nervenentzündung im Fuß. Das heißt, der hat es nicht gerne eng. Ich habe jetzt eine Nummer größer bestellt, den CD Adventure 2 heißt der. Genau, aber ist nicht wirklich so relevant. Ich werde nicht so krass Offroad fahren, als mit einem Adventure Boot bin ich bestimmt gut bedient. Dann kommen wir zu den wärmeren Sachen. Ich setze sehr auf Schichten. Da ist immer als erste Schicht über der Protektorenjacke, wenn ich mit dem Shirt fahre, kommt diese Held Windstopper Weste dazu. Das Teil gibt es leider nicht mehr.
Held baut jetzt auf Fleece, das ist mir zu warm. Ich möchte echt nur was den Wind abhält, wenn ich mal ins Schwitzen gekommen bin, irgendwo auf der Höhe bin, dass mich der Wind nicht allzu stark auskühlt. Das muss nicht wärmen, das muss echt nur den Wind abhalten. Das ist perfekt, das kann ich auflassen drunter. Und wenn es dann kalt wird, einfach kurz unter das Shirt greifen, den Reißverschluss hoch und gut ist. Also das war auch eine sehr gute Investition. Held, bitte produziert die wieder. Dann kommt, wenn es ein bisschen wärmer sein soll, diese auch Windstopper, das Shirt, Langarm-Shirt, das ist von Vanucci. Da gibt es ja auch verschiedene Anbieter. Das Gute an Windstopper ist, dass einfach die Rückseite, die ist sehr, sehr luftig. Das ist eigentlich nur ein feines Meshgewebe und vorne hast du die Windstoppermembran. Also die große Sache beim Auskühlen auf dem Motorrad ist ja der Wind und wahrscheinlich weniger die Temperaturen. Und wenn es dann wieder ein bisschen wärmer sein soll, habe ich mir hier ein Synthetik-Shirt damals im Himalaya gekauft. Das ist super angenehm. Also das trägt sich wunderbar auf der Haut. Das ist eine Isolationsschicht oder Luft isoliert ja, wenn du das noch drunter trägst. Unter dem Windstopper-Shirt hilft das bestimmt. Dann bei den Beinen habe ich eine Merino lange Unterhose, hält eigentlich kühl, wenn es heiß ist und wärmt, wenn es kalt ist. Die ist von Odlo. Dann habe ich nochmal eine Windstopper lange Unterhose. Da ist halt das Ding, dass die dann reingeht in die Boots und in den Stiefeln, da muss ich jetzt nicht wirklich einen Windstopper, eine Membran drunter haben. Jetzt kommen wir aber zum springenden Punkt. Der mit der Unterwäsche. Ich möchte das eigentlich irgendwie lösen mit etwas, was ich rüberziehen kann. Und da kommt nun diese super Hose ins Spiel. Die ist von CMP. Das ist eine Daunenhose, hinten nicht Fleece, Softgel. Da schwitzt du dann auch nicht allzu fest auf der Rückseite im Schritt. Die kannst du vollständig aufmachen auf der Seite und dann kannst du einfach so über die Hose die drüber ziehen. Das ist eigentlich für Skitouren oder Langläufe gedacht. Kriegt man dann irgendwann hin. Und dann natürlich mit dem anderen Bein genauso. Also das wird jetzt schon warm drin. Also das ist super praktisch. Ich liebe dieses Teil. Und dann habe ich hier noch eine Fleece-Socke, cool heißt die, nein, Cold Killer. Wenn es dann wirklich kalt sein sollte an den Füßen. Ich habe mir noch lange überlegt, Heizsocken mitzunehmen, habe ich jetzt darauf verzichtet, auch wegen den Akkus und so. Ich werde das mal mit denen versuchen, deshalb aber auch eine Nummer größer dann bei den Stiefeln. Was ich jetzt noch vergessen habe, schwupp, da haben wir sie. Das ist eine Daunenjacke, die ist von Ruka, glaube ich, super warm. Also wenn ich dann die noch drunter anziehe, dann ist mir heiß. Also irgendwie, wahrscheinlich gehen nicht alle 5 Schichten zusammen, aber da kriege ich das geregelt. Und das ist halt auch schön, wenn du so irgendwie regulieren kannst mit den Temperaturen, mit Ein- Ausziehen, mit Reißverschlüssen oder Klimamembran, da bin ich einfach nie glücklich geworden. Ich war bei den warmen Sachen, die habe ich jetzt eingepackt, bis auf diese Jacke. Die kann ich natürlich auch zivil tragen, wenn es mal kalt sein sollte. Das wird es. Wir werden zum Teil in der Höhe übernachten auf 4000 Meter. Da kann es dann nachts schon gegen 0 oder auch darunter wahrscheinlich auch gehen vor allem. Was ich da noch vergessen habe, die Regenjacke, das ist von Refit, die Smog Barrier. Das ist für mich die beste Regenjacke, die ist dicht, die hat einen großen Reißverschluss, die geht nicht ganz auf, aber die kannst du hier so diagonal rüberziehen und die kriegst du über den Helm, kannst die anziehen. Also wenn es wirklich regnet, bist du froh, wenn du den Helm auflassen kannst. Sehr kleines Packmaß. Übrigens, diese Daunenjacke auch, die kannst du sehr, sehr klein zusammendrücken. Also klein, leicht ist das Motto, die Devise. Nochmal zurück zu den Regensachen, dann ist da auch dabei diese Held Rainblock heißt die Regenhose.
ist bisher auch dicht, die habe ich schon lange. Die habe ich genug groß gekauft, damit die auch über alles drüber passt. Die hat einen Reißverschluss bis hier oben. Da kommst du auch mit Stiefeln gut rein. Also auch ein gutes Teil. Jetzt kommen wir zu den privaten Sachen. Das sieht nach viel aus, ist aber eigentlich sehr wenig. Ich habe hier eine Regen-Windjacke, die ist auch sehr leicht, 250 Gramm klein. Ich möchte nicht mit dem Smog Barrier abends rumlatschen. Die sieht auch noch halbwegs aus, wenn man mal in ein Restaurant gehen möchte. Dann habe ich dabei zwei Pullover, Zip-Pullover, Wolle oder Mischgewebe, Synthetik, die richtig warm geben auch. Trage ich extrem gerne. Du trägst abends ein T-Shirt, so ein Jäckchen, kannst du in eine Umhängetasche reintun mit dem Windstopper oder Regenjacke, dann bist du eigentlich für abends auch schon ausgerüstet. Dann habe ich dabei zweimal Trekkinghosen, Zipper, also da kann ich dann die kann ich auf der Höhe der Knie, kann ich die Beine wegzippen, mit dem Reißverschluss ablösen. Dann habe ich eine kurze Hose. Also das heißt, ich habe hier zwei Hosen, kann damit auch auf zwei kurze Hosen machen. Die sind Trekkinghose, wie gesagt, die sind sehr schnell trocknend, also die kann ich abends waschen, sind morgens dann trocken. Dann habe ich dabei 4 Merino-Shirts. Ich möchte halt ein bisschen abwechseln und ich habe noch ein schwarzes, das vielleicht für ein schönes Restaurant dann noch taugt. Da mit 4 Shirts, Merino-Shirts, die trocknen schnell, sind super klimaregulierend, die stinken nicht, die kannst du locker eine Woche tragen, ohne zu waschen. Das ist eine super Investition, die sind teuer, kosten etwa 100 € das Stück. Ich habe Mams Royal, da gibt es Icebreaker, was auch immer. Dann habe ich 5 Paar Socken mit dabei, 2 oder ja, ein bisschen verschieden dicke, 3, 4 leichte und eines eher warme Socken für privat. Dann habe ich 4 Paar Unterhosen mit dabei. In Kombination hier mit der Wäsche, wenn du mal einen Tag in einem Ort bleibst, die trocknen nicht so schnell, aber die kannst du dann auch mal waschen. Da komme ich locker durch, die trage ich ja nur abends 5 Stunden oder so. Da kann ich die auch 3 Tage tragen, ja. Was hier auch noch dabei ist, das ist mein Badezeug. Das habe ich schon immer so verpackt. Da ist Badehose mit dabei, ein Towel, da sind Schuhe mit dabei, wo du auch bei Steinen gut ins Wasser kannst. Da sind auch die ganzen Sonnencremes mit dabei. Ist vielleicht ein bisschen großzügig dafür, dass ich kaum schwimmen gehe. Was ich hier noch vergessen habe, sind 2 Schlafanzüge, das ist ein T-Shirt und eine leichte Unterhose. Ich schlafe gerne so, aber da kann ja jeder, wie er will. Ja, der Haufen, der türmt sich, das hat man jetzt und das kommt jetzt noch dazu an, was man halt auch noch braucht, außer sich zu kleiden. Da haben wir, weil wir doch weite Strecken fahren, die nicht besiedelt oder sehr dünn besiedelt sind. Da kann es mal vorkommen, dass wir 70 Kilometer von einer Siedlung bis zur nächsten haben, keine Tankstelle oder eine vielleicht dazwischen. Das heißt, man braucht doch für gewisse Strecken Zusatzbenzin oder Behälter. Wir haben uns für die Taschen entschieden, das heißt, Benny und ich werden je 1 Gallone mitschleppen. Ich habe dann noch eine 2 Gallone Reserve mal mit dabei. Da schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. Die wollen natürlich befestigt werden und ich werde das jetzt nicht alles auspacken. Das ist, würde euch wahrscheinlich interessieren, da habe ich mal die Kamera oder die Kabel um die Kameras an die Akkus oder Powerbanks anzuschließen, ans Motorrad, an die Steckdose. Dann habe ich viele solche Gummistraps, also da habe ich wahrscheinlich 8 Paar von, die sind 40 oder 60 Zentimeter, die sind super einfach zu montieren, irgendwo reinhängen und gut ist, die sind auch richtig stabil. Was habe ich hier drin? Da habe ich noch 2 Spannset à 5 Meter, ein Spannset à 2 Meter, dann habe ich drin Rockstraps, und dann habe ich da drin ein Gepäcknetz auch. Das brauche ich, um dann
die Sachen, die ich gerade nicht anziehen will, hinten auf die Hecktasche rauf zu pappen. Wo gehen wir weiter? Ein klein wenig Werkzeug, also da habe ich ein Multitool und einen Rollgabelschlüssel. Eingangs hatte ich erwähnt, Benny wird Werkzeug mitnehmen, da teilen wir uns auf. Für mich, ich werde diese Beutel schleppen, ich werde die ganze Elektronik mitnehmen. Benny wird dann das Werkzeug mitnehmen. Also ich habe da nur was ganz Kleines, was bei mir im Tankrucksack dann passen wird. Dann, was bei mir im Tankrucksack immer dabei ist, ist ein Spray fürs Visier mit einem puzzelfreien Tuch. Dann sind natürlich immer Taschentücher dabei, da werden noch viel mehr da auch dazukommen. Ich brauche einige jeweils. Für das Hotel oder so habe ich hier eine Steckerleiste. Das sollte man nicht nachmachen, aber ich brauche ja eh nur zweipolige Stecker, dann habe ich mir das erlaubt. Da kriegen wir dann eigentlich alle Netzteile und so rein. Ich habe Multi-USB-Dosen, zeige ich dann gleich später. Und dann kommt sicher mit, auch in den Tankrucksack, das ist eine Sonnenbrille und eine Ersatzbrille. Dann wichtig, da habe ich ja Reifenflickzeug, das sind so Pfropfen, die man reindrücken kann. Das wird dann nicht, ich habe es noch nie ausprobiert, die stöpselt man dann rein und mit dem Druck oder die quellen auf und sollen das Ganze dann verdichten. Das geht natürlich nur bei runden Löchern. Benny hat dann noch weiteres Flickzeug mit dabei. Dann natürlich kommt ein Notfallset, ein großes dazu, ist noch verschweißt, neu. Machen wir hier weiter mit Werkzeugen. Hier habe ich eine Pumpe. Das heißt, das ist ein Airman, auch von Touratech. Die kann ich dann am Zigarettenanzünder anschließen. Ich habe mir das überlegt mit Akku, aber ja, die ist dann immer im dümmsten Fall leer. Deshalb die geht dann die Zigarettendose und Motor anlassen und dann hast du bestimmt genügend Luft. Dann habe ich hier einen Tarp oder besser gesagt einen Biwaksack für allergrößte Notfälle, wenn wir mal irgendwo übernachten müssen. Ich hoffe nicht, dass es irgendwie zum Einsatz kommt, weil das wäre dann lebensgefährlich ohne Zelt, ohne nichts auf über 4000. Ja, aber notfalls haben wir mal wenigstens einen Schutz, für mehr fehlt einfach der Platz. Und dann, bevor ich zur ganzen Elektronik komme, das wird noch einiges abdecken, hier die ganzen Mounts. Und das mag euch jetzt erschrecken, das Ding ist einfach, ich habe das Motorrad nicht vor mir, ich weiß nicht, wie ich die vielen Kameras montieren kann. Ich habe jetzt mal viele Mounts dabei, da ist eines für die Klemmen, Lenkerklemmen, ein RAM-Mount. Ich habe solche Sachen, Ulanzi mit dabei, da könnte ich einen Selfie-Stick drauf machen. Ich habe dann halt die großen Klammern mit dabei, RAM, also wie gesagt, das alles mit dabei. Ich werde nur 1/3 von wahrscheinlich brauchen. Natürlich kommen da noch 2 Selfie-Sticks dazu, da sind jetzt die Kameras drauf. Das werde ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, da sind dann nochmal einzelne Ersatzhalterungen, sollte mir mal irgendwie was abbrechen. Was ich natürlich noch vergessen habe, ich gehe selten ohne Schuhe aus, da habe ich mit dabei Latschen mal für Hotel oder für den Strand oder wenn es wirklich warm ist, dann habe ich dabei leichte Trekking-Schuhe, die sind sehr gut belüftet und eine gute Sohle, könnte ich auch wandern mit und dann etwa dasselbe, Trekking-Schuhe mit Gore-Tex, wenn es mal regnen sollte, habe ich auch trockene Füße, die sind beides sehr leicht und wunderbar. Die schwarzen sind dann auch, wenn man mal in ein Restaurant gehen will, was vielleicht ein bisschen besser ist, kann man die wohl auch tragen. Dann ist dabei ein Trinkrucksack mit 2 Thermosflaschen, also Thermos, das sind einfach isolierte Flaschen, da zerbricht nichts, wenn die mal runterfallen. Das Wasser darin ist dann kalt für 2 Tage. Ich trinke viel lieber Sprudelwasser als normales Leitungswasser oder Mineralwasser und Sprudelwasser solltest du nicht in einen Trinkbeutel tun, also deshalb habe ich diese Flaschen mit dabei, die sind jetzt gesichert, man kennt meine Geschichte aus Korsika, als ich die verloren hatte, da habe ich je einen Karabiner, um die da einzuhängen. Ich habe noch eine Trinkblase hier drin, nochmal 2 Liter, wenn wir wirklich mal remote gehen, dann werden auch die noch mit Wasser gefüllt. Diese Ogio Tasche,
Die liebe ich. Da ist dann auch die Trinkblase, die ist isoliert hier drin. Also das Wasser bleibt dann schon auch kühl, eine gewisse Zeit lang. Was hier auch noch drin ist, das ist dann eine Powerbank. Damit ziehe ich das Kabel zum Helm, das heißt, das ist immer miteinander verbunden. Da brauche ich dann nicht für die GoPro permanent den Akku wechseln, das nervt nämlich. Ja, der Haufen hat wieder beträchtlich Zuwachs bekommen. Ich habe jetzt die Sachen, die ich vorhin hier auf dem Tisch hatte, da in den EMD-Duffel gesteckt. Seit einem Jahr habe ich die auf dem Rücksitz. Ist bisher das beste Teil. Das kannst du oben raufzippen, ist wasserdicht, eine gute Größe, genau das Richtige fürs Handgepäck. Dann kommt auch mit von SW Motec. Das ist ein Pro-Tankrucksack, meinte ich, zum Pro-Ring. Den werde ich noch kaufen. Das passt dann auch auf die V-Strom. Kann ich auch reinklippen. Passt. Ich möchte nicht ohne Tankrucksack rumfahren, weil dort habe ich dann die Drohne drin, Taschentücher, einfach was ich schnell zur Hand haben möchte. Natürlich werde ich auch nicht ohne Kulturbeutel oder Necessaire, wie wir es so sagen, pflegen, rumfahren. Ich werde auch duschen dann und wann. Also das habe ich hier mal noch dazu gelegt. Das gehört natürlich dazu. Dann habe ich noch einen Schal und eine Mütze. Ja, auch für den Flieger, was da vielleicht mal oft kalt ist. Kann man immer brauchen, geht auch gut in eine Umhängetasche, wenn ich die dann mitnehme. Ja, kommen wir zur Elektronik. Es ist ein beträchtlicher Teil, was ich jetzt hier nicht habe. Es sind die zwei Kameras, die mich jetzt aufnehmen. Das ist die Insta Ace Pro und die Insta 360 X4. Die kommen dazu. Dann habe ich dabei zwei GoPros, eine 9er und eine 10er. Werde ich dann nach Bedarf einsetzen. Also die 9er habe ich meist vorne beim Vorderrad am Sturzbügel montiert. Die 10er, ich hatte eine Mini 11, die hatte ich hinten drauf. Da werde ich die 10er dann für brauchen, um Schuss nach hinten oder mich von hinten zu filmen. Mit den ganzen Akkus. Da kommt noch ein Akkuladegerät dazu. Genau, also das ist noch nicht fest. Es kommt ein bisschen darauf an, wie ich die auch montieren kann. Zum Teil vielleicht auch dann auf einen Selfie-Stick. Bei den Kameras, da ist eine Mini 4 Pro, DJI Mini 4 Pro mit dabei. Mit der RC dazu, also Remote Control dazu. Da muss ich noch schauen, das ist doch relativ viel. Ja, die Schachtel. Aber dafür kann ich das dann bei Bedarf ins Topcase schmeißen und das ja, kann dann schütteln, wie es will. Ne? Dann waren wir bei den Kameras, da gehört dann noch die Remote zu den GoPros dazu. Dann Mic 2, DJI Mic 2, habe ich jetzt hier an eines. Eigentlich bräuchte ich nur das. Ich habe das begonnen so aufzunehmen, dass ich nur via Bluetooth auf die Kamera verbinde, ohne da den Receiver und die ganze Kabelei. Natürlich gehört eine Steckdose dazu dann für aufs Motorrad. Wenn das nicht reicht, was nicht reichen wird, dann habe ich zwei so kleine Powerbanks mit dabei. Das reicht dann Minimum für einen Tag oder eher zwei, um eine GoPro laufen zu lassen dran. Da habe ich eine hinten im Rucksack und eine im Duffel. Was ich auch immer brauche, ist natürlich ein iPad. Oder, ja, das bräuchte ich eigentlich nicht, weil ich habe ein MacBook Air, ein älteres Mal aus zweiter Hand gekauft. Damit werden dann die Files überspielt von den Kameras, die Routen geplant. Ich hatte ein Video gemacht dazu, zur Routenplanung, wie ich das mache. Das geht halt wirklich viel einfacher, wenn man so einen Laptop dabei hat. Die Elektroniktasche. Da sind mal diverse Übergangskabel oder Kabel mit dabei. Das ist ein bisschen Polsterung, ein Ersatzmikrofon, ein Lavalier-Mikrofon, die Ladekabel, USB-C, USB normale, dann für einen Rasierapparat, den ich dabei habe. Man sieht es nicht, ich weiß. Wichtig, ganz wichtig, das ist ein SC-Kartenleser, um die Daten von den SD-Karten auf die SSDs zu überspielen. Da habe ich jetzt 3x2 Terabyte dabei. Ich erwarte etwa 3 Terabyte. Kann dann 4 sein und wenn dann fertig ist, wäre schade. Okay, ich könnte dann einfach die Karten noch füllen, aber ja. Kleinkrams ist dabei.
Da ist noch ein USB-C Verteiler dabei. Da ist ein Ladegerät, einmal USB-A und dreimal USB-C. Das hilft sehr, um aufzuladen. Ich habe ND-Filter dabei für die Drohne, ich habe eine Maus mit dabei und ich habe eine Stirnlampe mit dabei. Man weiß ja nie. Und natürlich gehört da dann auch ein Ladegerät dazu. Was auch dazu kommt, ich muss ja navigieren. Ich werde mit dem Thread noch navigieren, Garmin Thread. Ja, um einen Track abzufahren, reicht das alleweil. Display super, relativ, ist okay von der Geschwindigkeit her. Nicht zum Programmieren. Also wenn du Offroad programmierst du drauf, da stirbst du. Das rechnet, da bist du schon längst am Ziel oder hast dich verfahren. Und was ganz, ganz wichtig ist, ein InReach, da habe ich das Mini 2 für Notrufe und ich weiß, ich werde viel in Gebieten unterwegs sein, wo es keine Handyabdeckung gibt. Hier kann man Notrufe herauslassen, darüber kann man auch Nachrichten verschicken, kommt darauf an, was für ein Abo man da löst drauf. Das kann man monatlich machen, das reicht dann genau für die 4 Wochen, die ich unterwegs sein werde. Genau, wichtig. Da habe ich noch eine große Powerbank mit dabei, auch immer wichtig. Könnte ich dann notfalls für eine Nacht, wenn mal Stromausfall ist, trotzdem irgendwie das ganze Zeugs laden. Ja, so sieht das aus. Jetzt muss das Ganze irgendwie verstaut werden, dass es für einen Flieger passt. Ich habe das mal schon so provisorisch versucht. Sowohl das Handgepäck, also das Duffel von EMD ist ein bisschen zu schwer. Meine große 128 Liter Eagle Creek Tasche, ich darf nur 23 Kilo im Flieger nehmen, reicht auch nicht. Das heißt, ich werde noch eine Zusatztasche buchen, wo ich dann vielleicht Motorradausrüstung, also Hose, Schuhe und so reinknalle. Dann habe ich richtig gut Platz, ein bisschen Gewicht weg. Dann sollte das aufgehen. Auch wichtig, dieses Video hat keine Sponsoren. Sämtliche Sachen sind von mir bezahlt. Auf meiner Webseite habt ihr ein paar Links zu gewissen Sachen, was Ausrüstung betrifft. Aber ja, ich kriege nichts dafür, deshalb mache ich da nicht wirklich Werbung für. Ist alles von mir bezahlt. Einfach ein wichtiger Hinweis. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei diesem Video. Vielleicht habt ihr jetzt auch noch den einen oder anderen Hinweis, was ihr euch zu Weihnachten wünschen lassen könntet. Oder euch fürs nächste Jahr, für eure nächste Reise noch zulegen möchtet. Ja, wäre toll, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Gebt mir ein Like oder schreibt mir noch in die Kommentare, was ihr anders machen würdet, was ihr dabei habt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und genau, neben dem Like mag ich natürlich auch jedes Abo. Tschüss und wir sehen uns nach der Reise.